Der Name Purim leitet sich von dem Wort Pur ab, was so viel wie Los oder besser gesagt ein Losziehen bedeutet. Aufgrund der Lose, die Haman, Minister des Königs Ahasverosch von Persien, ziehen ließ, um den Vernichtungstag der Juden zu bestimmen. Um zu wissen, wie es dazu kam, reisen wir zurück ins 5. Jahrhundert vor unserer Zeit. Der regierende König Ahasverosch feierte ein großes Jubiläumsfest. Es war nämlich der Tag seiner Krönung, die sich zum 3. Mal jährte. Frauen waren nicht eingeladen. Aufgrund der üblichen Staatsgespräche wurde ihm schrecklich langweilig, sodass er seine Frau Vashti rief. Vashti jedoch hatte keine Lust zu kommen. Erst lädt er mich nicht ein und dann soll ich ihn unterhalten? Das hätte er sich vorher überlegen sollen. Ich habe keine Lust mehr. Der König wurde wütend, da seine Frau ihn vor allem blamiert hatte, obwohl er der König war. Deswegen ließ er sich von ihr scheiden. Pack deine Sachen, gib deine Krone her und geh. Ich lass mich scheiden. Der König suchte eine neue Königin, die schön sein sollte. Deswegen ließ er ein Plakat aushängen. Mordecai, der für den König arbeitete, sah das Plakat und forderte seine Cousine auf, sich dem König vorzustellen. Der König fand Esther so schön, dass er sie sofort heiraten wollte. So fand er seine neue Frau. Während die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren liefen, nahm Mordecai Esther zur Seite und verbot ihr, dem König ihre Herkunft zu verraten. Esther und Mordecai waren nämlich Juden. Die Hochzeit war ein riesiges Fest und alle waren eingeladen. 2 Wachmänner waren nicht zur Feier erschienen, weil sie wütend auf den König waren. Sie waren nämlich bei der letzten Gehaltserhöhung leer ausgegangen. Sie waren so wütend, dass sie den König umbringen wollten. Mordecai hörte sie ihren Plan besprechen. Er berichtete Esther davon, die so den König rechtzeitig warnen konnte. An dem Tag, an dem der König seine Orden verlieh, erhielt Haman die Auszeichnung. Er war ein böser Mann, der nur durch Schmeicheleien und Lügen auf seinen hohen Posten gekommen war. Während der Auszeichnung mussten sich alle Angestellten verbeugen. Doch Mordecai verweigerte sich, da Haman ein Judenhasser war. Ich bin Jude und ich kniee nicht vor Götzen und vor schlechten Menschen schon gar nicht. Haman war über die Blamage so wütend, dass er entschied, alle Juden töten zu lassen. Er musste aber noch einen geeigneten Tag finden, also warf er ein Los. Der König vertraute Haman und gab ihm für seinen Plan die Erlaubnis. So erfuhren auch Esther und Mordecai davon. Was können wir tun, um Hamans schrecklichen Plan zu entgehen? Esther, du musst all deinen Mut zusammennehmen und zum König gehen. Es ist Zeit zu sagen, dass du Jüdin bist. Vielleicht lässt er uns alle am Leben. Ich will 3 Tage fasten, um Kraft zu schöpfen und zu überlegen, wie ich es dem König am besten sage. 3 Tage lang aß und trank Esther nichts, um Kraft zu schöpfen. Als Haman Mordecai eines Tages vor dem Tor stehen sah, stieg Wut in ihm auf. Er ließ jetzt schon den Galgen von Mordecai bauen. Eines Abends konnte der König nicht schlafen, weil er zu viel Tee getrunken hatte. Deswegen setzte er sich an den Tisch, wo er in seinem Tagebuch blätterte. Er sah den Eintrag vom Mordkomplott der Wachmänner. Ach, wenn Mordecai damals nicht gewesen wäre, dann wäre ich von meinen eigenen Wachen getötet worden. Nanu, da steht ja gar nicht, ob er belohnt worden ist. So eine gute Tat muss doch belohnt werden. Der König beauftragte Haman, Mordecai auf dem Pferd des Königs durch die ganze Stadt zu führen. Das gefiel ihm aber gar nicht, denn das war schon immer Hamans Wunsch gewesen. Esther lud den König und Haman in ihre Gemächer zum Essen ein, um dem König endlich zu sagen, dass sie Jüdin sei. Ein gutes Mahl würde die Stimmung heben und in ihren eigenen Räumen würde sie sich wohler fühlen. Sie tranken Wein und plauderten. Ach, meine Königin, du siehst so traurig aus. Was ist denn los mit dir? Mein König, wenn du mich so sehr liebst, dann schenke mir und meinem Volk unser Leben. Denn wir sind Juden und wir sollen getötet werden. Was? Wer soll dir denn was antun? Haman! Nein, das kann nicht sein. Du kommst mit. Weil der König seine Königin Esther so sehr liebte, entschloss er Haman, an dem Galgen, den er für Mordecai errichtet hatte, selber zu erhängen. Die Tage der Verzweiflung wurden zu Festtagen, an denen einer dem anderen Geschenke und den Armen Gaben schickte. Zu Purim gedenkt man der Befreiung der persischen Juden. Das Purimfest wird dieses Jahr in Deutschland am 28. Februar gefeiert. Im jüdischen Kalender wird Purim am 14. Adar gefeiert. Purim ähnelt Fasching und ist ein Fest voller Freude und Humor. Auch an diesem Tag werden Kostüme angezogen und Umzüge veranstaltet.
Am Tag vor dem 14. Adar geht man in die Synagoge und das Buch Esther wird gelesen. Jedes Mal, wenn man den Namen Haman hört, wird mit den Füßen gestampft oder mit Rasseln geklappert. Vor diesem Ereignis wird in den meisten Familien gefastet, um an das Opfer Esthers zu erinnern. Nach dem Besuch in der Synagoge am Morgen des 14. Adar, wo ebenfalls das Buch Esther vorgelesen wird, isst man mit der Familie, tauscht Geschenke aus und besucht die festlichen Umzüge. Zum Essen gibt es meist Bohnen oder Erbsen, Hamantaschen oder Nund, aber vor allem auch süße Speisen wie Schokolade, Nüsse oder Mohn. Die Tradition besagt, dass das Verkleiden eine Pflicht ist. An diesem Tag gibt es 7 Pflichten, welche eingehalten werden müssen.